In der Onkologie liegen Tumorindikatoren immer höher. Und ich kann darüber erzählen, wie sich meine verändert haben. Nicht, dass sich die Onkologie verschlechtert hat, aber im Allgemeinen, es gibt weniger Entzündungen. Und im Übrigen verschwanden auch einige Muttermale. Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns auf dem Kanal des bioaktiven Minerals Synthesit. Mein Name ist Alexander, heute als Gast Elena. Elena, Sie sind aus Vilnius, richtig? Ja, richtig. Hallo. Heute werden wir über das bioaktive Mineral Synthesit sprechen. Für diejenigen, die uns zum ersten Mal zuschauen, aber kein gewöhnliches Eisen, sondern ein speziell hierfür modifiziertes. Es ist gut aufnehmbar, gelangt direkt in das blutbildende System und somit hilft es dem Körper dabei, sich selbst zu heilen. Das heißt, der Körper erhält Synthesit und ist in der Lage, die Anzahl an gesunden Stammzellen zu erhöhen. Und wie Sie wissen, bilden diese die Basis des Lebens. Und zusätzlich gibt es einen blutverdünnenden Effekt. Die Immunität ist gestärkt, die Stimmung ist verbessert, der Schlaf ausgeglichen und die Ausdauer erhöht. Und es gibt eine Reihe an Wirkungen, einschließlich der Ergebnisse der Onkologie, über welches wir heute mehr erfahren werden. Und trotz dessen, liebe Zuschauer, Synthesit ist kein Medikament und wir empfehlen nicht die Einnahme von Synthesit, um Krankheiten zu beseitigen. Es ist ein nützliches Produkt, es gibt dem Körper Kraft, Energie, Gesundheit schrittweise. Und auch wenn man es einnimmt, sollte man nicht davon ausgehen, dass man sich gleich viel besser fühlt. Es ist ein Produkt, welches dem Körper Kraft gibt. Der Körper entscheidet dann, auf welche Art er diese Kraft nutzen will, absorbieren und welche Vorteile er erzielt. Und heute sprechen wir mit Elena aus Vilnius. Elena hat eine sehr interessante Beobachtung und sehr gute Ergebnisse. Und diese Ergebnisse konnten bereits auch von anderen Menschen beobachtet werden. Aber heute werden wir uns Elenas Erfahrungen genauer anhören und wir werden es in kürzester Zeit machen, damit wir keine Zeit verlieren. Liebe Zuschauer, Elena, bitte erläutern Sie uns Ihre Erfahrung, welche Ergebnisse Sie haben, wie alles geschah und wie Ihre Situation ist. 2018 wurde ein bösartiger Tumor an der Brust diagnostiziert. Und ich wurde daraufhin direkt operiert. Und Chemotherapie war vorgeschrieben. Und diese Art des Tumors war alt. Es handelte sich um dreifach negativen Brustkrebs. Zweites Stadium. Und die Operation, die Chemotherapie, was alles sehr schwer für mich war. Und aufgrund starker Nebenwirkungen konnte ich nicht einmal mehr die letzten beiden Chemotherapien durchführen lassen. Das heißt Polyneuropathie, welches stark meine Hände, meine Beine beeinflusst haben. Und ich trug Handschuhe und Socken. Und während der Chemotherapie, sie ging bis Januar nächsten Jahres, während der Chemotherapie, die Behandlung wurde ständig unterbrochen. Und da sich mein Blut schlecht regenerierte. Und um ehrlich zu sein, möchte ich noch mit hinzufügen, dass ich mir keine positive Wirkung auch von Synthesit erhoffte. Es würde mir helfen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es mir so stark helfen würde. Wie kam es dazu? Zuerst hat mir meine Freundin darüber erzählt. Und 15 Tage lang nahm ich immer eine halbe Kapsel. Und nach einer Zeit erhielten sie das Produkt wieder und jetzt brauche ich meine Notizen. Ich hatte mir alles aufgeschrieben, aber um es kurz zu halten. Sie wissen, die Zeit vergeht schnell und ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern. Aber okay, genau, dann nahm ich 2,5 Kapseln.
Also es dauerte 25 Tage und dann machte ich eine lange Pause und zu guter Letzt, als ich meine Bestellung erhielte, begann ich eine Kapsel am Tag zu nehmen. Und ich möchte sagen, auch als ich nur eine kleine Dosis nahm, bemerkte ich bereits Verbesserungen. Und nach der Chemotherapie fühlte ich mich sehr schlecht. Und Menschen, die das kennen, verstehen mich auch. Und es fühlt sich an, als wäre man eingeschnürt, eingeschrumpft, vertrocknet, alt, starr. Alles tut weh, man kann nicht schlafen. Generell ist alles sehr schlecht. Und dazu kommt noch die Polyneuropathie. Ich konnte mich nicht einmal richtig anziehen. Ich will damit sagen, dass ich direkt Verbesserungen bemerkte, auch bei Einnahme nur einer Hälfte, nur einer halben Kapsel. Und zu Beginn war mir sehr warm im Inneren meines Brustkorbes und es breitete sich langsam auf den ganzen Körper aus. Und ab dem zweiten Tag überkam mich noch andere gute Gefühle. Es ist sehr, sehr schwierig für mich zu beschreiben, aber als ob sich alles auf einmal löste. Meine Hautfarbe veränderte sich, als ob mein Körper endlich wieder beginnt zu leben, sozusagen. Was kann ich noch sagen? Was noch interessant ist, was ich noch sagen möchte, all diese Folgen, die auch andere Menschen bemerkten, und im Prinzip konnte ich ähnliche Erfahrungen machen. Der einzige Unterschied zu mir war, dass sich mein Körper in der Genesung befand und im Vergleich zu anderen ich wieder mehr aß und schlief. Und alle, die sagen, dass sich ihr Appetit verringert und sie weniger schlafen, für mich war es das genaue Gegenteil. Ich fing an, wieder gut zu essen, ich begann mehr zu wiegen, ich hatte 20% meines Gewichtes verloren während der Chemo. Und jetzt ist alles wieder wie zuvor. Ich kann schlafen, ich schlafe immer noch sehr tief. Meine Sehweise kehrte zurück. Sie überprüften nicht die Dioptrie, sondern einen sogenannten Zylinder. Und die Situation war sehr interessant. Ich schaute mir Bewertungen an und ich dachte, dass mit anderen Menschen alles gut verlief, deren Sehweise verbesserte sich, aber bei mir leider nicht. Ich nehme weiterhin meine Gläser, dann schaue ich sehe immer noch nicht gut. Ich dachte, ich muss mein Zyl erhöhen, aber der Arzt meinte, Sie müssen sie erhöhen, aber im Gegenteil, ich müsste sie reduzieren sogar. Ja, das ist meine Erzählung, meine Geschichte. Das Wichtigste zur Polyneuropathie, es ist in der Tat eine sehr unbequeme, beunruhigende Sache. Man kann nicht darum laufen, zu wenig Koordinierung und meine Symptome haben sich verbessert, aber natürlich, ich machte vieles dafür. Manchmal versuchte ich zu zeichnen, zu stricken, Übungen mit den Händen zu machen, aber Sie wissen, nur mit Beginn der Einnahme von Synthesit wurde alles besser. Ich habe so ein Gefühl, als ob mein Blut wieder beginnt zu fließen, bis zu den Fingern, bis in die Zehenspitzen. Und für mich war die Behandlung von Polyneuropathie sehr interessant, aber es gibt keine Theorie hierzu. Die Medizin geht davon aus, dass es unheilbar ist und deswegen stoppen viele Krebspatienten die Chemotherapie, so wie es auch bei mir geschah. Und meine letzte Chemobehandlung musste abgesagt werden aufgrund zu vieler Nebenwirkungen. Und die Ärzte beendeten die Behandlung, da die Polyneuropathie schlimm war und sich bei Patienten Behinderungen bilden können. Und grundsätzlich, um keine Zeit zu verlieren, lassen Sie mich direkt zur interessantesten Sache kommen, was auch für mich sehr unerwartet war. Ich dachte, dass ich mich besser fühlen würde und ich wartete auf das Produkt und glaubte daran. Und Sie sehen, Patienten werden periodisch untersucht und durchmachen Untersuchungen im Krebszentrum. Und ich denke, dies geschah in allen Krebszentren.
Bei einer Regeluntersuchung, das Erste, was sie machen, sie nehmen Tumormarker und direkt nach der Chemotherapie, sie nehmen den ersten Tumormarker und bei mir war es bei 14,94 und dies wird als Anfangsmarker bezeichnet. Daraufhin, zum Beispiel nicht der Tumormarker als Indikator ist wichtig, sondern wie es sich verändert. Und denn in der Tat, die mich verstehen, werden mich korrigieren, aber ich denke, dass ich es richtig verstehe. Die Tumormarker steigen auf Basis anderer Gegebenheiten, zum Beispiel starke Entzündungen, gutartige Tumore. Aber in der Onkologie ist der Tumormarker immer auf mehr angehoben. Und ich kann Ihnen sagen, wie sich die Marker in letzter Zeit verändert haben. Meine Onkologie ist nicht gesunken, aber mein Allgemeinzustand. Das heißt, weniger Entzündungen, Muttermale auf meinem Körper sind verschwunden. Und durch Synthesit haben sich diese alle verkleinert. Und jetzt ist es so, ich werde mich genauer ausdrücken, Zehntel und Hundertstel. 14,94 war es nach der Chemo. Dann fing es an mit Wachsen und ich nahm Synthesit noch nicht. 17,92. Es stieg ein wenig an und nach der Chemo verringerte etwas Zeit und bemerkte eine leichte Verbesserung. Dann fing ich an, Synthesit zu nehmen. Und der Vorgang, zum Beispiel, wenn man sich die Tabelle anschaut, es scheint ein wenig gesunken zu sein. Es war 18,80 und ich nahm bereits 2 Kapseln. Und es gab die Option, mehr zu bestellen. Ja, es war 14,91, sogar weniger wie nach der Chemo. Und ich testete den Marker an am 14. Januar und es war 10. Und auch die Krankenschwester am Telefon. Es gab noch kein Formblätter, es wäre dann alles elektronisch und auch dokumentiert. Und sie sagte, ja, ein sehr kleiner Marker. Und jetzt liegt es sogar bei 10. Und jetzt nehme ich 3 Kapseln täglich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber es gibt keine klaren Verbesserungen, lediglich eine bessere Lebensqualität. Und ich versuche, mich körperlich zu bewegen, kreativ zu sein. Aber vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Alles wurde irgendwie besser in allen Aspekten. Ich wurde ruhiger, auch bereits lang vergessene Probleme und Gefühle meiner Kindheit und die schon lange Zeit vergingen, kann ich nun besser verarbeiten. Alles ist in Ordnung. Ich befinde mich immer noch unter Aufsicht und dieser Prozess dauerte an. Und ich glaube weiterhin, dass Synthesit sehr, sehr hilfreich sein kann. Und wie gesagt, und nach der Chemotherapie hatte ich solch eine Gedanken. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich werde es erläutern. Ich denke, hätte ich Synthesit auch während meiner Chemotherapie genommen, dann meiner Meinung nach wäre meine Genesung schneller verlaufen und ich hätte eventuell weniger Nebenwirkungen ertragen müssen. Aber das weiß ich nun nicht. Oder ich habe halt alles Schwierige mit der Chemotherapie durchgemacht und eigentlich, ja, es war sehr schwierig für mich. Aber jetzt, aber gut. Damit sich die Zuschauer sich nicht langweilen, höre ich jetzt auf. Vielleicht haben Sie ein paar Fragen, vielleicht vergesse ich etwas. Noch als Zusatz, Sie sagten richtig, dass Sie es nicht empfehlen würden, Synthesit während der Chemotherapie zu nehmen. Sie haben wahrscheinlich recht, ein anwesender Arzt sollte dabei sein und das beobachten.
und dies verstehen und den Patienten dementsprechend beraten und aufklären und es empfehlen oder nicht empfehlen. Und wir können ebenso Empfehlungen aussprechen, aber es liegt somit nicht in unseren Händen, die Tatsache, dass sie nach der Chemo solche guten Ergebnisse erzielten. Es ist sehr, sehr gut. Und für unsere Zuschauer werde ich nicht erklären, warum sich die Zellen im Körper, Blut und in den Organen und im Gewebe wiederherstellen und warum sich eine Person wieder erneuern kann. Und die Wirkweise, die es in 2019 entdeckte Synthesis, konnten wissenschaftlich bestätigt werden. Es stellt das blutbildende System einer Person wieder her und ich habe es bereits oft in Videos erklärt und deswegen in der Chemo werden im Grunde genommen Zytostatika eingesetzt und Substanzen, die den Wachstum von nicht nur bösartigen, aber auch normalen Zellen hemmen. Und dementsprechend leiden alle Zellen im Körper und auch das Knochenmark. Und natürlich braucht der Körper dann nach solch einem Eingriff Rehabilitation. Und Synthesis kann da helfen für eine schnelle Genesung des Körpers. Nicht als Medikament, aber als Produkt wie Spurenelement, ein unübliches Spurenelement. Es ist ein einzigartiges Element. Es hat keine Gegenstücke. In Kürze kann dieses Element jedoch stark helfen. Und für diejenigen, die es bestellen werden, konnten bereits Fälschungen aufgedeckt werden. Und im Ausland konnten schon manche Fälschungen gefunden werden. Also als Hinweis für die Synthesis kaufen, schauen Sie bitte, dass sich auf der Seite der Schachtel in Nähe des Barcodes ein Rubbelfeld befindet. Und das Feld kann man aufrubbeln oder sogar abziehen und darunter befindet sich ein QR-Code und eine entsprechende Nummer. Und der QR-Code kann mit dem Telefon gescannt werden und die Echtheit der Flasche kann dann geprüft werden auf der Internetseite. Und seien Sie deswegen aufmerksam. Elena, ich denke, Sie haben viel erzählt, gesagt und ich denke, Sie haben alles gesagt. Es ist eindeutig, dass Sie sich wieder belebt haben nach all den Prozeduren und jetzt fühlen Sie sich besser. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit, vielen Dank, gute Besserung für solch ein interessantes und detailliertes Gespräch. Und mit Ihrer Erlaubnis würden wir Ihre Befunde und Ergebnisse veröffentlichen. Ja, gut, ich möchte mich auch beim Synthesis-Team bedanken. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Es war eine ernsthafte Hilfe und okay, vielen Dank. Ich werde es unserem Management weitergeben. Auf Wiedersehen. Tschüss.